Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Podcast Software Testing. Ich bin Richie, Software Quality Coach, Keynote Speaker, Autor und Podcaster. Heute habe ich wieder eine Folge vom QS-Tag 2025 in Frankfurt mitgebracht. Und bei mir zu Gast war, Trommelwirbel, Ina Schieferdecker. Wir haben so lange nach einem Termin gesucht und jetzt nach 2,5-3 Jahren im Podcast haben wir es endlich geschafft, dass wir uns mal zusammenstellen und ein bisschen über Software Engineering und Software Testing plaudern. Ich glaube, ich muss Ina nicht großartig vorstellen. Vielleicht nur so viel, sie leitete lange Zeit das Fraunhofer Institut für offene Kommunikationssysteme, war ab Tag 2 beim German Testing Board mit dabei. Zudem hat sie eine Professur an der TU Berlin zum Thema Quality Engineering und hat seit vielen Jahren sehr viel für Softwareentwicklung und Testing gemacht, Arbeitsgruppen geleitet, Lehrpläne mitgewirkt, Ausbildungen geschnitten, sich politisch eingesetzt und dafür auch ganz viele Auszeichnungen erhalten, unter anderem auch den Deutschen Preis für Softwarequalität. Und sie ist für mich heute noch immer ein großes Vorbild, wenn es ums Thema Weiterdenken von Software-Testing und Qualität geht. Und weitergedacht haben wir im Podcast auch, nämlich zum Thema Next-Gen Software Engineering. Wie sieht Software Engineering in der Zukunft aus? Wie wirkt sich KI aus? Was passiert mit Low-Code und modellbasierten Ansätzen? Wie steht es um Risiken und Qualität und um die Ausbildungen und Kompetenzen, die wir brauchen in der Zukunft, um gute Softwareentwicklung zu machen? Aber ich will euch nicht länger auf die Folter spannen. Hört selbst rein und genießt die Folge. Hallo Ina, schön, dass du da bist. Hallo Richie, ich freue mich sehr, endlich bei dir zu sein. Ja. Wir haben uns ja schon öfter versucht zu verabreden, aber jetzt klappt es. Jetzt haben wir es geschafft. Ne? Ich bin auch froh, dass wir jetzt den Slot noch gefunden haben hier am QS-Tag. Wir haben gestern waren bei der Abendveranstaltung schon zusammen auf der Bühne und jetzt hier im Podcast. Und das ist mir natürlich eine große Ehre, dass du auch da bist, weil du natürlich schon in dem ganzen Bereich Software-Testing, Qualität, gerade bei uns auch im deutschsprachigen Raum natürlich ein Name bist und viel gewirkt hast in den letzten Dekaden. Ne? Mein wird alt, ja, aber nein, ich bin auch stolz auf diese Erfahrung. Danke. Auf jeden Fall, ja. Ich kann mich auch erinnern, wir hatten einmal vor langer Zeit, ich glaube bei der letzten Conquest hatten wir gemeinsam irgendwie den Conference Chair, also war irgendwie... Absolut, ja. Ja, das kann ich mich noch erinnern, da hat man mal gemeinsam gewirkt, ja, schön. Aber darum soll es heute nicht gehen. Heute soll es gehen um Software Engineering und zwar die Zukunft. Next Generation Software Engineering. Ja, genau. Ja. Was steckt denn da dahinter? Ja, ich rufe das Thema auf, weil ich, wie du ja richtig sagst, eigentlich über Jahrzehnte mehr auf der Qualitätsseite aktiv war und der Prüfseite, also im Software-Testen. Und als, ich sage es mittlerweile, durchaus faule Person immer daran gearbeitet habe, zu automatisieren. Und das ist ein tolles Gebiet, ein wichtiges Gebiet und man hat über Jahrzehnte gesagt, Testen ist Automatisierung. Mittlerweile ist es breit angekommen. Gerade eben war ich in einem Vortrag, wo die generische Testarchitektur, die wir im ISTQB Test Automation Engineer verankert haben, angewandt wird auf Dinge wie Robot Test Framework. Und yes, es ist angekommen und nicht nur sozusagen aus Testspezifikationsperspektive mit TTCN3 oder Model-Based Testing. Aber so toll wie dieses Gebiet ist und man immer wieder neue Ansätze braucht, wenn neue Softwaretechnologien um die Ecke kommen, ist es auch ein Teil frustrierend, weil am Ende des Tages kannst du mit dem Prüfen immer nur konstatieren, ob etwas gut oder schlecht ist. Ja. Und das hat mir irgendwann nicht mehr gereicht. Und ich habe gesagt, eigentlich müssen wir sozusagen viel besser die Softwarekonstruktion mit der Softwareanalyse verknüpfen. Und ja, da gibt es natürlich auch die Referenzmodelle für. Das ist das W-Modell zum Beispiel, wo du, wenn du mit einem dokumentenbasierten Ansatz V, wie es sozusagen viel im deutschsprachigen Raum verbreitet ist, nutzt nicht nur für die Softwareseite, sondern auch für die Testseite und sozusagen Software und Testsoftware gut miteinander abstimmt und eigentlich beide gegeneinander entwickelst. Und das
kann man wirklich durchdeklinieren, dass du halt zu einem Software-System immer auch ein Testsystem brauchst. Zu einer Software-Spezifikation immer auch eine Testspezifikation. Wenn du es höher haben willst, zu einem Software-Modell immer auch Testmodell. Und wenn ich Modell sage, meine ich viele verschiedene Perspektiven und so weiter. Da brauchen wir jetzt nicht ins Detail zu gehen. Und das geht so hoch, dass man halt auch die Anforderungen, die ursprünglich an ein Softwareprodukt, ein Softwaredienst gestellt werden, sowohl aus der Systemseite definieren solltest, als auch aus der Testseite. Und jetzt mit KI sozusagen wird das ganze Feld nochmal sozusagen durchgewirbelt. Wir kriegen mit den Low-Code, No-Code-Ansätzen, die jetzt sozusagen spreaden, endlich Model-Based Testing sozusagen auf die Straße. Das ist letztendlich nur ein neuer Term dafür und der wird akzeptiert. Schön, dass das so läuft. Und jetzt haben wir sozusagen auch mit KI die Möglichkeit, nochmal einen Schritt weiter zu automatisieren und müssen überlegen, was diese Automatisierung verändert. Also was wird uns abgenommen und was müssen wir zudem tun, damit das am Ende des Tages funktioniert. Wie gesagt, sozusagen bequeme Person, vielleicht besserer Begriff als faule Person, bequem sozusagen, ich lasse mir gerne Sachen von Automaten abnehmen. Und die Frage ist, Stand heute, wie gut werden KI-basierte Automaten sein? Was können sie nicht? Und wie müssen wir so einhegen, sodass gerade in geschäftskritischer Software oder in kritischen Infrastrukturen, also wenn ich Energienetze steuere oder Autos oder Flugzeuge, wenn ich da die KI-Unterstützung so einhege, dass ich eben auch absichere, dass ich die Fehler, die aus dem statistischen Ansatz folgen, nicht nur, weil ich es falsch gemacht habe, sondern weil es inhärent sozusagen gerade bei den Sprachmodellen eingebaut ist, es absichere und dann sozusagen agentenbasiert auf einmal ganz neue Testentwicklungsansätze haben. Und dann kommt die Frage, was müssen die Leute wissen? Was müssen sie können? Welche Erfahrung brauchen sie, um sich in dieser neuen Welt zu bewegen? Und das alles bei sozusagen weiter zunehmenden Bedarfen für Software. Wollen wir weiter durchdigitalisieren? Da kommen wir gar nicht bislang hinterher, die ganze Software zu schreiben. Ja. Zudem, wo so viel schlechte Software geschrieben wird. Also irgendwie funktioniert das noch nicht. Aber vielleicht kriegen wir jetzt mit KI den durch. Ja, das finde ich total einen spannenden Ansatz. Aber jetzt ist es ja so, wir haben bei diesen ganzen KI Methodiken, Vibe-Coding, Agentic AI und solche Sachen. Das ist ja, laufen wir da irgendwo gerade auf diesem Hype-Cycle gerade entweder nach oben oder schon gerade irgendwie runter oder sind da irgendwo mittendrin. Und da ist natürlich schwer, eine Prognose zu sagen. Aber was glaubst du denn, wenn wir KI im Software Engineering nutzen, wo wird es denn wirklich in diesem Produktivitätstableau bei uns ankommen, wo man sagt, da können wir es gut nutzen? Also ich glaube persönlich, dass es wirklich noch sozusagen 5, wenn nicht 10 Jahre braucht. Ich glaube, die versuchen, LLMs ernsthafter oder SLMs ernsthafter anzuwenden, bereits auf dem Weg der Desillusionierung sind und schon besser verstehen, was alles nicht geht. Ich bin kein Fan von Vibe-Coding. Ich glaube, wir holen uns da ein großes Problem über die Hintertür rein, weil ein zu schnell durchgewunkener, schlechter Code in Long Run sehr, sehr, sehr teuer wird. Und deswegen ist es genau spannend, wie schaffen wir sozusagen, deswegen wieder auf der Konstruktionsseite, das rechtzeitig abzufangen. Das ist auch eigentlich ein Shift-Left-Ansatz, aber das ist auch wieder nur sozusagen ein anderer Term für all die sagen, Testen fängt bei den Anforderungen, beim Requirements Engineering an. Wenn die Anforderungen sozusagen nicht testbar sind, forget it, dass man es entwickelt. Ja, keine Chance. Ja. Und sozusagen, wenn ich jetzt sozusagen automatisch Code erzeuge, und der ist schlecht. Der ist jetzt nicht nur funktional falsch, sondern der ist performancemäßig schlecht. Oder das ist Spaghetti-Code. Weil eben die Sprachmodelle nicht auf wirklich exklusiven Code, sehr guten Code trainiert sind, sondern die ziehen alles rein bislang. Dann wird mir bang. Ja.
Ja, das ist so Qualität unbekannt. Ne? Und also ich glaube, da werden wir aus Test- und Qualitätssicht ganz schön was zu tun haben, weil die Dinge werden natürlich kommen, ne? Also die werden genutzt, weil sie sind jetzt da und irgendwie müssen wir damit dann umgehen. Ne? Und es ist, finde ich, Stand heute sehr ermüdend wiederum, weil die LLMs so viel Text oder Code erzeugen, die alle nach Überprüfung schreien. Und selbst wenn du sagst, halte dich knapp oder sozusagen mach sozusagen einen konzisen Code, sozusagen so prägnant wie möglich, der ist immer noch sehr eloquent und versucht sozusagen sich darzustellen. Und das müssen wir irgendwie nachjustieren, weil sozusagen jede zusätzliche Codezeile kostet. Ich glaube, das ist auch den wenigsten so bewusst. Es ist erstmal dieser Wow-Effekt, was ich alles erzeugt bekomme. Aber sozusagen im Nachgang, dass ich das alles sozusagen weiterziehen muss, versionieren muss, dokumentieren muss, testen muss, die Rechnung hat, glaube ich, heute noch keiner aufgemacht. Ja, das stimmt. Ja. Du hast gesagt, mehr auf die konstruktive Sache fokussieren. Was können wir denn dazu tun oder was sollten wir mehr tun und welche Tools stehen uns denn da auch vielleicht zur Verfügung? Oh, das ist eine gute Frage. Also in der neuen Welt habe ich die noch nicht gesehen. Ich würde mir wünschen, dass ich neue Klassen von Werkzeugen sehe. Klar, sozusagen gibt es jetzt überall irgendwelche Proof of Concepts, dass ich AI-Agenten einbetten kann, Chatbots einbetten kann in die etablierten Werkzeuge. Aber ich würde mir, und jetzt möchte ich mal kurz einen Schritt zurückgehen, wie wir derzeit bei Fraunhofer modellgetriebene Softwareentwicklung verstanden haben. Und zwar haben wir da ein Konzept wir haben es Model Bus genannt, entwickelt, mit dem Grundverständnis, dass Software Engineering eigentlich das Engineering, informationsverarbeitendes Engineering ist und die Information kannst du jeweils modellieren. Also Anforderungen brauchen andere Modelle als Tests, brauchen andere Modelle als die Systemimplementierung oder die Softwareentwürfe, Softwarearchitekturen. Und das ist sozusagen je Software Engineering Aufgabe jeweils Frontrunner-Werkzeuge gibt und niemals die eierlegende Wollmilchsau, die alles kann. Deswegen sozusagen diese Idee des Model-Buses wie ein Service-Bus, aber über den Bus haben wir halt sozusagen Modelle und Informationen verknüpft und darüber Informationen weitergegeben von der Anforderung in den Systementwurf oder den Testentwurf, von sozusagen der Testausführung zurück in die Systemanalyse, das Nachjustieren der Anforderungen und. Also kannst du alle möglichen Wege dir überlegen. Und wenn ich jetzt überall da sozusagen KI mir denke, dann sozusagen wird es echt interessant, wie sozusagen auch die einzelnen Chatbots sozusagen voneinander Kenntnis bekommen, was gerade in welcher Software Engineering Aufgabe oder Testaufgabe passiert. Und nein, also ich habe auch noch nicht sozusagen das klare Bild, wie diese Werkzeuge aussehen sollten. Aber ich glaube, dass vor dem Hintergrund der großen Softwareplattformen wir sowieso sozusagen ja diesen natürlichen Zugang zu LLMs mit Software haben, weil Software auch Sprache ist, formalisiertere Sprache als unsere und damit sozusagen sehr gute Anwendungsgebiete bieten für LLMs. Und das gilt natürlich auch für Modelle. Und man hat immer argumentiert, dass dieser Top-Down Model-Driven Software Engineering-Ansatz nicht funktioniert, weil ich vielleicht am Anfang sozusagen designe und in Modellen denke, aber irgendwann holt mich die Realität der Entwicklung und die Praxis ein und dann justiere ich das überhaupt nicht mehr nach und kann es halt nicht in Sync halten, nicht konsistent halten. Und damit sozusagen war das natürlich und ist es immer noch eine sehr wichtige, gute Vision, die jetzt auch mit Low-Code, No-Code sozusagen abgeholt wird.
aber mit KI nochmal einen Schub bekommt, weil ich auf einmal ein Element reinkriege, dass ich Mustererkennung aus dem Code dazu kriege. Ja. Und Muster sind Abstraktionen, sind Modelle. Das heißt, ich kann nicht mehr nur Top-Down-Modelle arbeiten, sondern kann auch Bottom-up Modelle ziehen. Und dann läuft der Model-Bus auf einmal nochmal anders. Ja. Ja, da weil ich neue Elemente dazu bekomme. Ja. Spannende Forschung, viele Promotionen können dazu laufen. Ja, ich glaube auch, also gerade auch was die Synchronisation ist, weil auch wenn ich an Model-Based-Themen denke, das ist für mich auch mal, ach ja, da machst du am Anfang hier großen Zauber und so und dann ist es eigentlich am nächsten Tag schon veraltet und keiner nutzt es mehr richtig und wie auch immer. Ne? Aber das könnte jetzt natürlich auch gut aufgebrochen werden. Ja. Und was mir hier beim Software-QS-Tag aufgefallen ist, dass sehr viele in den Vorträgen von Testspezifikationen reden. Wirklich Testspezifikationen. Und die sind ausformuliert im strukturierten Test. Ich als mathematische Informatikerin, sorry, das sind Modelle, auch wenn sie es nicht nennen. Ja. Das sind Testmodelle. Und es wurde gerade zum Beispiel verglichen, was Testspezifikationen an Vorteilen haben im Vergleich zum Ausprogrammieren. Selbst wenn du Keyword-driven ausprogrammierst, musst du halt sozusagen ganz im Detail drin sein. Oder eben, wenn du auf Web-Oberflächen sozusagen die Seitenlogik abbildest, das ist ein Programmieren, was nicht so einfach zu warten ist. Während du, wenn du auf Spezifikationsebene gehst, halt wirklich technologieübergreifend die Logik ausformulieren kannst. Und dann kann sich die Technologie weiterentwickeln und die Geschäftslogik hat Bestand. Ja, ja. Du hast zu Beginn gesagt, es gibt ja noch diesen zweiten Bereich für die Next-Gen Software Engineering, nämlich was wir lernen und können müssen in der Zukunft. Lass uns da mal noch ein bisschen drauf schauen. Was brauchen wir denn? Was brauchen wir? Ich glaube, viel mehr praktische Erfahrung und dass wir eben, und jetzt muss ich vielleicht sagen, dass ich mich auch engagiere bei der Entwicklung der Software-Tester-Profession, eben als German Testing Board Ehrenmitglied und als Mitglied im ISTQB. Und bisher machen wir Theorievermittlung, würde ich so hart formulieren. Wir haben sozusagen ein wunderbares Glossary, wir haben sozusagen einen sehr lebendigen Syllabus, Framework-Ansatz, wo wir Foundation, Advanced, Expert-Level haben und daneben auch noch die Spezialisten. Aber es ist am Ende des Tages Theorie, Theorie, Theorie. Selbst wenn jetzt schon im Testen mit GenAI viele praktische Übungen verortet sind, aber die sind nicht Teil der Prüfung. Ja. Und ich glaube sozusagen, das ist schon der richtige Weg, aber wir müssen noch weitergehen. Und jetzt komme ich sozusagen von einer ganz anderen Ecke. Ich glaube, dass Software immer kritischer wird, wenn wir sozusagen im digitalen Zeitalter so richtig angekommen sind. Ich weiß, in Deutschland kann man sich das noch nicht so richtig vorstellen, leider. Aber man sollte es sich vorstellen. Und dann steckt Software in jeder kritischen Infrastruktur, in jeder geschäftskritischen Anwendung. Und das Zeug muss einfach zuverlässig und sicher und performant funktionieren. Und dann müssen da wirklich Expertinnen, Experten ran, die Qualitätssicherung durchzuführen. Und die kriege ich nicht nur durch Theorie. Und ich habe auch so ein bisschen Bedenken, dass dieser Voodoo, dass die Sprachmodelle das Wissen, das breite Wissen reinziehen, uns wenig Zeit bleibt, die Nachfolgegeneration an Experten auszubilden. Deswegen müssen wir, glaube ich, sehr konsequent und jetzt unsere Weiterbildung daran ausrichten, dass wir die Leute, die sozusagen Teilnehmenden in die praktischen herausfordernden Aufgaben schubsen und mit ihnen diese Aha-Effekte haben, diese Lerneffekte, weil nur dann sozusagen kriegst du wirklich
das Know-how rüber. Das ist spannend, weil ich finde, dass die Teilnehmenden wollen das ja auch. Ne? Also ich merke das, wenn ich so mein Foundation-Level anbiete oder so einen Kurs halte, ne? Natürlich diese Beispiele, die man so jetzt macht, um die Prüfung irgendwie zu schaffen, ein bisschen Äquivalenzklassen, das ist nett. Da hast du irgendwie so ein abstraktes Beispiel mit einem Geldautomaten oder was oder Eingabefelder. Aber wenn wir dann quasi eine Übungssession machen, wo ich sage, okay, bringt mal eure Anforderungen mit rein, eure User Stories oder sowas. Und wir machen das mal wirklich hands-on. Wie können denn da eigentlich Testfälle aussehen? Das ist ja nochmal ein ganz anderer Lerneffekt auch, weil das können die dann mitnehmen und verstehen dann wirklich, wie dieser Transfer funktionieren kann. Ne? Absolut. Ich habe ja auch den Foundation-Level an der Universität gelehrt, an mehreren Universitäten. Und da sich das über ein ganzes Semester ziehen kann oder eben in einem Blockkurs von 2 Wochen, aber eben 2 Wochen, habe ich von Anfang an auch sozusagen eine durchgängige praktische Übungsserie gehabt. Und das hieß, dass sozusagen wir damals Eclipse-basiert, ein Anwendungsfall, nicht so einfach, Adressbuch, ein bisschen komplizierter definiert, durchdekliniert haben, auf Unit, auf Integration, auf System, auf Abnahmeebene, auch sozusagen Leistungsfragen, Model-based gestellt haben und das immer runtergezogen haben auf sozusagen die Werkzeuge, die sozusagen der aktuelle Stand waren. Und da muss ich einfach sagen, da war weder GTB noch ISTQB derzeit bereit, das mit reinzuziehen. Aber ich glaube, jetzt mit AI gibt es kaum noch eine Ausrede, es nicht zu tun, weil sozusagen diese Hürde, das muss gepflegt werden und es muss überhaupt mal so ausprogrammiert sein, dass viele es nutzen können, mit AI viel einfacher wird, weil an der Stelle hilft es ja dann wirklich, das besser in den Griff zu kriegen. Zum Abschluss möchte ich eine Frage von gestern von unserer Abendgeschichte noch mal holen, von unserem Abendprogramm beim QS-Tag. Und zwar Next Gen Software Engineering. Welche Bedeutung hat der Tester, wenn du das nochmal so zusammenfasst? Ich habe gestern gesagt, und ich wiederhole es gerne auch hier, ich glaube, dass die Testerrolle eine fulminante, rosige Zukunft hat. Weil vor dem Hintergrund, dass wir immer mehr Software brauchen, die in immer kritischeren Bereichen eingesetzt wird, muss die Qualitätssicherung einfach nur funktionieren. Und die kriege ich nicht durch Automatismen abgebügelt. Ja, wir werden den Automatisierungsgrad mit AI nochmal eine Stufe höher kriegen und das ist gut so. Aber das heißt, wir können noch smarter mit den begrenzten Testressourcen umgehen und wirklich auf die Painpoints kommen und das so früh wie möglich. Das ist das, worauf wir alle hinarbeiten sollten. Ja, also uns Tester braucht es auch noch in Zukunft. Da bin ich jetzt auch beruhigt. Ina, vielen lieben Dank, dass du hier Rede und Antwort gestanden hast. Ich freue mich total, dass wir es mal geschafft haben und dass du uns mal so einen Einblick gegeben hast, auch von deiner forschenden Sicht da drauf und wie du die Zukunft da so siehst. Ich finde, das ist total spannend, weil wir sind einfach in einer coolen Zeit gerade und da können wir jetzt echt was machen damit. Ne? Absolut. Und ich hoffe, dass sozusagen die neue Generation reingeht und sozusagen aus ihrer Komfortzone kommt. Geht ja irgendwie alles. Nein, es ist noch so viel zu tun. Und vielleicht hilft auch dieser Podcast. Ja, sicher. Das hoffe ich natürlich auch. Ja. Danke. Ich danke auch. Wünsche dir noch viel Spaß hier auf der Konferenz und dann natürlich eine gute Heimreise. Danke. Bis demnächst. Bis dann. Ciao.